Oh, wollen wir mal gucken, ob unser Better check in on that old trapper. neu geil, unser neu gefundener Freund noch am Leben ist. Unser Bruder im Kampf gegen den Bär. Ich würde darauf wetten, dass wir zwischendurch eine Pause machen müssen, um uns mal ein Feuerchen zu machen. Ja, unser Dude wird jetzt wieder zu müde, deswegen kann er nicht mehr so viel tragen. Ich denke, hier werden wir auch nicht viel. Nein. Hätte mir auch gewundert. Ja, ja. Und im Normalfall hätte ich eine Sache, wo ich die Pause machen würde wollen. Da müssen wir noch einen Moment hier laufen. Ah ja. Too cold to think. Oh. Warum nicht? Das ist ja wohl dreist. Aber ich will eigentlich bis da runter. Das sollten wir eigentlich sollten wir das hinkriegen. Tun wir Blick auf eigentlich. Geben uns jetzt einmal den Energy Boost. Der echt nicht schlecht ist, muss ich sagen. Der macht zwar nicht warm. Bei dem Wetter hören wir leider auch die Wölfe und die Bären, also den Bär. Nicht so schnell. Sehen auch nicht.
Haus müsste jetzt eigentlich hier unten sein. Ja. Hm. Schick. Schick, schick. Ein Lehrbuch über das Eisfischen. Aha. Kühlbox, ja, Thank das goodness. brauchen wir unbedingt eine Kühlbox bei dem Wetter. Parkhinweis. Aufgrund des ungewöhnlich kalten Wetters dieses Jahr schließen wir den Provinzpark Rätselsee etwas früher als üblich. Stellen Sie sicher, dass alle Camper ihre Sachen gepackt haben und bereit für den Abtransport mit den Schienenwagen sind. Wer nicht mitfährt, muss zu Fuß aufbrechen. Nicht gerade angenehm. Schließen Sie wie gewohnt alle Seehütten ab und stellen Sie sicher, dass alle Vorräte in bärensicheren Behältern verstaut sind. Bitte nehmen Sie dieses Jahr die Flagge ab. Nach dem letzten Winter mussten wir sie ersetzen, da der Wind sie einfach in Fetzen gerissen hat. Sobald Sie das Lager abgeriegelt haben, melden Sie sich beim Förster Aussichtsturm. Dort vermutet man, dass jemand den Aussichtsturm benutzt hat, um Jagdausrüstung zu lagern und alte Tierfelle zu trocknen. Kann ich behaupten, dass ich sie an diesem Hinterwäldlerposten beneide. Seit den Erdbeben geht großer Bär echt den Bach hinunter. Wo ist das? Was ist das? Ja, ich würde sagen, wir brauchen mal ein Feuer. Ein Feuerchen und vielleicht auch 1, 2 Stunden Schlaf für unseren Dude. Oder 5 Kaffees. Ich kenne Leute, die schwören ja darauf, 5 Kaffees am Tag trinken zu müssen, um wach zu bleiben. All right. Too much stuff to carry. Holzbrikett. Um. 2. Ui. Das Brikett war jetzt aber toll. Schön. Gut, das fackelt erstmal ein bisschen. Brauchen wir uns nicht allzu viele Gedanken machen. Excellent. Ja. Schlüssel sind immer gut. Schlüssel nehmen wir. Ja, ein Buch können wir jetzt aber wieder einpacken, weil wir Gewehrmunition nämlich auch unglaublich gerne. Lampenöl, perfekt. Es wird langsam mal Zeit, dass wir da mal was finden. Ja, nein, This'll come in nein. handy. Gut, die kann da bleiben, wo sie ist. Die ist bedeutend schlechter, wie die wir haben. Nähzeug haben wir auch en masse. So ein Waffenputz-Set für die Dings wäre geil. So, da? Nix. Alle. Nee, da kann man nicht wirklich was dran machen an der Werkbank. Wir hatten, glaube ich, noch einen Kaffee gefunden. Ja. Mach mal warm da. Immer noch überladen. 50.000 Streichhölzer hier. Brauchen wir nicht. Aber bevor wir die Schmerztabletten mal brauchen, sind die wahrscheinlich abgelaufen und nicht mehr nutzbar.
Du hattest keinen. Okay. Ich habe den Kaffee extra warm gemacht, habe jetzt aber keinen Durst, weil ich eben gerade. Ah, so, wir fangen jetzt an, die zu essen. Das ist ja doof. Hätte ich mal vorher dran denken sollen. Hier irgendwas Interessantes? Keine Lehrbücher. I think I can use this. Nee, haben wir nämlich schon. Säckchen brauchen wir aber nicht. Okay. Wonder if this is any good to eat. Ja. Oh nein. Okay. Das ist ein Träumchen für meine Stimme, diese langen Texte. Ort, Rätselsee und Umgebung. Die Region Rätselsee ist ein Gebirgstal mit einer durchschnittlichen Höhe von 1200 Metern über dem Meeresspiegel. Ihren Namen hat sie von dem großen See, der einen Großteil des Südostens der Region bedeckt. Im Westen und Süden ist sie von Bergen umgeben, im Norden und Osten von den Hügeln des Inselinneren. Von Norden nach Süden wird das Gebiet durch die Bahnstrecke geteilt. Die Region ist stark bewaldet, hügelig und beheimatet viele Wildtiere. Aufgrund ihrer hohen Höhe sind die Durchschnittstemperaturen gering und die Nächte zählen zu den kältesten auf ganz großer Bär. Starker Schneefall ist keine Seltenheit. Rätselsee ist ein beliebtes Sommerausflugsziel für Camper und Wanderer. Im Winter wird die Region jedoch größtenteils abgeriegelt, da sie aufgrund ihrer Unzugänglichkeit kaum gesucht wird. Sie verfügt über keinerlei Verbindungsstraßen zu den dichter bevölkerten Regionen in den angrenzenden Tälern der Bergkette. Daher bleibt sie meist passionierten Wanderern vorbehalten, die sich von der nächsten Stadt Ruperts Anlegestelle aus auf den die sich von der nächsten Stadt Ruperts Anlegestelle aus auf den langen Marsch auf den mittelschweren bis anspruchsvollen Wanderrouten wagen. Die Unzugänglichkeit war im Laufe der Jahre zugleich Fluch und Segen für die Region. Bis zum Bau der Bahnstrecke in den 1930er Jahren war die Gegend nahezu unberührt. Ohne entsprechende Einrichtungen und eine dauerhafte Bevölkerung konnte jedoch auch keine echte dauerhafte Infrastruktur entstehen. Ein Projekt, bei dem Rätselsee über eine sekundäre Schnellstraße mit den anderen Tälern verbunden werden sollte, wurde aufgrund der geologischen Instabilität der steilen Berge und Klippen eingestellt. Die Bauversuche führten zu starken Erdrutschen, sodass nur wenige Kilometer Straße geräumt werden konnten. In den 1960er Jahren wählte der ambitionierte Industrielle Richard Carter die Region Rätselsee für ein neues Wasserkraftprojekt aus, das eine große Bergbauunternehmung im angrenzenden Tal mit Strom versorgen sollte. Mit seinem optimalen Grundwasserleiter und den Gebirgsbächen, die jährlich für frisches Quellwasser sorgen, war Rätselsee ein kostbares natürliches Reservoir mit ungenutztem Wasserkraftpotenzial. Oh Gott, ich und Lesen, ey. Abgesehen von einem kleinen Testdamm, der 1962 gebaut wurde, wurde jedoch dieses Projekt auf Eis gelegt. Die Kosten durch die Unzugänglichkeit und die seismische Instabilität der Region erwiesen sich einfach als zu hoch. Bis zum heutigen Tag ist Rätselsee, abgesehen von der Bahnstrecke, die durch die Region führt, nur über die Wanderrouten durch die Berge mit den umliegenden Tälern verbunden. In den Wintermonaten sind diese jedoch aufgrund der niedrigen Temperaturen und des Schneefalls kaum passierbar. Zudem sind die wildlebenden Tiere nicht an Menschen gewohnt, da die Region größtenteils unbewohnt ist. Das macht sie zu einer ernsthaften Bedrohung. Wanderern und Campern wird abgeraten, die Gegend in den Wintermonaten zu besuchen. Zudem wird empfohlen, sämtliche Lebensmittel und Abfälle in bärensicheren Behältern aufzubewahren. Ganz ehrlich, hört sich nach einem Urlaubsort an, wo ich gerne mal hin möchte. Abgelegen, kaum Menschen, Natur pur, perfekt. Hope nobody needs this anymore. Nee, das braucht keiner mehr und wir brauchen es auch nicht.
Er brennt noch. Jetzt machen wir den Kaffee nochmal heiß. Und dann legen wir uns mal für ein Stündchen hin oder auch für 2, damit er wieder ein bisschen fitter wird, damit wir wenigstens den Weg bis zu unserem Duty schaffen. Dass der seine Medis bekommt und wir vielleicht das Funkgerät dann wieder reparieren können. Wobei ich nicht weiß, was es bringt, das Funkgerät zu reparieren, wenn wir doch keinen Strom haben. So. Benutzen wir doch mal eins der schönen Betten hier oben. Oh, noch 2 Stündchens. Gucken, was unsere Ausdauer dann so sagt. Das sieht okay aus. Ja, länger schlafen ist auch nicht, weil dann wird es zu dunkel und dann müssten wir die ganze Nacht hier verbringen. Das würde ich mir lieber ersparen. Aber es hört sich auch fast so an, als ob der Sturm noch gelassen hätte. Das ist gut. Also weiter. Wenn wir jetzt... Ja, wir können so mehr oder weniger querfeld einlaufen, dann kommen wir auch zum Haus. Den sehe ich, der sieht uns hoffentlich nicht. Also am besten kommen wir jetzt zu dem Haus zurück und der Bär läuft herum oder so. Das würde mich nicht wundern. Ah, ist irgendeine verfallene Hütte? Ja. Ja, um den Hügel rum. Ach, der ist irgendwie oben drüber. Das ist cool, ne? Warum liegt hier mitten im Nirgendwo plötzlich ein Stück Kohle rum? Jetzt, klar, genau dieses Stück Kohle ist der Grund, warum wir überlastet sind. Mann. Gut, dann lassen wir es halt liegen. Also ich sammle doch so gerne alles ein und will alles mitnehmen. Ich mag das nicht, Sachen rumliegen zu lassen. Oh. Eigentlich müsste das Häuschen von ihm jetzt hinter dem nächsten Hügel mehr oder weniger sein. Ja. So ungefähr.
Ja, da ist es. Kein Bär? Kein Bär. Gut. Das Hütchen würde ich auch so ein bisschen fühlen. Er ist auf jeden Fall noch da. Oh, Oh, shit. Oh, that's smart. Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. It's not like any surplus I've ever seen. Ah, damn it! Well, the parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us, or starve us out. Ah! Oh. I gotta lay down. Help me back to the bed. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. What's this unfinished business between you and the bear? Ah,
Me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. Yeah, I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. Well, you won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit Nothing Town, north part of the island? Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. What do you mean the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No. Not spooked. But changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Na toll. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special.
I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge, the old ways. What do you have in mind? There's an old story, local legend maybe, about one of the original settlers of this place. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing, and they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her, eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? What? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right.
Hey. Das heißt, wir haben ein neues Ziel. Geht auch wieder aus dieser Region raus. Ah, ja. Ein Speer zum Töten des Bären. Das ist ja unglaublich prickelnd. Unglaublich prickelnd, aber definitiv was fürs nächste. Kann ich eigentlich dein Bett benutzen? Ich kann sein Bett nicht benutzen. Definitiv was fürs nächste Mal.